Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, es gibt einen neuen Termin für den Hellevator, da dieser ja auf allen Servern, die noch auf dem alten Backend laufen, noch geschlossen sind. Und das ist ja wirklich noch ein Großteil der Server weltweit, die noch auf dem alten Backend laufen. Also betrifft das ja auch einen Großteil von euch. Ja, da wurde jetzt Stellung zu bezogen und ein neuer Termin wird dort genannt. Das zeige ich euch direkt mal hier im Forum. Ja, ein neuer Termin für das alte Backend, also ausschließlich nur für das alte, ist natürlich klar, weil auf dem neuen läuft ja alles einwandfrei. Genau, so, wir konnten den Fehler, der am Freitag zur Abschaltung des Hellevators und zum Rollback auf allen Servern mit altem Backend geführt hat, identifizieren und beheben. Und zwar hat sich eine Schleckerei, die für einen Boost auf Belohnungen sorgt, nicht nur auf den einzelnen Spieler bezogen, sondern wurde serverweit berücksichtigt und dadurch mehrfach potenziert. Dadurch konnten unter Umständen Belohnungen in Höhe von mehreren Millionen Pilzen erreicht werden. Also der Belzebub war schuld gewesen. Ja. Die Auswirkungen dieses Fehlers waren nicht linear und betrafen nicht jeden in gleicher Weise. Ein Weiterlaufen lassen des Events hätte also unfaire Vor- bzw. Nachteile für alle Spieler bedeutet und auf lange Sicht die Ökonomie des Spiels zerstört. Auch in Bezug auf die internationale Ehrenhalle. Ja, ist auch sehr wichtig. Wie geht es nun weiter? Wir werden zunächst am Donnerstag, den 2. Juni um 16 Uhr den Hellevator auf dem Server 1 neu starten, um sicherzugehen, dass das Event nun problemlos funktioniert, bevor am Freitag, den 3. Juni um 16 Uhr alle anderen Server folgen, auf denen der Hellevator abgebrochen wurde. Die Laufzeit des Events bleibt unverändert bei 10 Tagen, S1 bis zum 12. Juni 20 Uhr, alle anderen bis 13. Juni 20 Uhr. Bitte entschuldigt nochmals die Unannehmlichkeiten, die mit dem Rollback und der Verschiebung des Events einhergegangen sind. Ja, also ganz normal geht es weiter. Der Hellevator wurde quasi auf den alten Servern um eine Woche verschoben. Ja, ansonsten die neuen Backend-Server, die laufen ganz normal ohne weitere Vorkommnisse jetzt die restliche Zeit so runter. Und ja, da verzögert sich halt eben das Event um eine Woche. Ne? Es ist natürlich, ja, schade, dass es passiert ist. Ich finde, man muss es auch mal so, ja, sich anhören seitens Playa, dass man halt eben, ja, weiß ich nicht, das ist halt ein neues Feature, was jetzt so ins Game gekommen ist und was halt eben, ja, keine Ahnung, was halt eben ja, neu ist im Vergleich zum alten Hellevator, weil beim alten, beziehungsweise beim ersten Hellevator, da funktionierte ja alles, egal ob neues Backend oder altes Backend. Da war ja S31 hier auch schon auf dem neuen Backend, also das ist nicht davon abhängig gewesen, so großartig. Aber eben halt dieses Belzebub-Feature, das ist halt eben neu. So. Und ja, das sind halt eben so eine Sachen, wo ich mir immer so sage, ey, so eine Fehler, die könnte man sich doch eigentlich schenken, weil es ist ja in der Vergangenheit auch öfter mal vorgekommen, dass zu irgendwelchen Event-Eröffnungen irgendwelche Fehler aufgetreten sind. Meistens werden die Events dann halt auch am Freitag gelauncht, damit halt die Spielerschaft, die ja meistens am Wochenende erst Zeit hat, oder beziehungsweise mehr Zeit hat als halt eben unter der Woche, sag ich mal. Deswegen kann ich ja verstehen, dass sowas am Freitag gelauncht wird. Aber das Ding ist halt eben, dass du halt so eine Events, ja, eben so sein Schicksal überlässt, falls was passiert. Weil viele von den, ja, denke ich mal, Programmierern oder so sind Wochenende ja halt auch nicht da. Man hat es halt jetzt ja auch gesehen. Übers Wochenende ist halt dann nicht viel großartig passiert. Es wurde noch eine Kurzschlusslösung mit eingebunden und das ist halt eben den Hellevator abzuschalten fürs Wochenende. Und dann passiert halt eben erst wieder Montag was so, ne? Und das, wie gesagt, das ist halt jetzt nicht schon das erste Mal passiert, sondern öfter mal. Und das finde ich halt so schade, dass man halt eben dafür das veranlassen kann, halt eben Testserver zu nehmen,
oder unter anderem auch den Beta-Server, um halt eben auch sowas zu testen. Oder einen kleinen Kreis oder weiß ich nicht, irgendwie das testen zu lassen oder so. Ich weiß es nicht, ob das. Es muss ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass solche Features nicht getestet werden und solche neuen Sachen hier auch nicht getestet werden. Es muss ja wirklich ein Problem sein, dass erst festgestellt wird, wenn es auf den Live-Servern passiert. Ja, weil ich kann, hundertprozentig gibt es sowas, ich bin da auch nicht so ganz involviert, gibt es sowas wie eine, im Gegenzug zu den Live-Servern gibt es sowas vielleicht wie so eine Offline-Server oder private Server, wo halt eben sowas halt getestet wird, ob alles funktioniert und dann diese Fehler dort halt eben nicht auftauchen, es dann so veröffentlicht wird in guter Hoffnung und dann halt eben auf den Live-Servern trotzdem irgendwo hier und da Mängel auftreten und ja, dann hast du halt eben den Salat, ne? Und wenn du, keine Ahnung, so einen Fehler halt eben hast und es passiert am Freitag so, naja, dann ist halt eben die Community das Wochenende halt eben auch alleine auf weiter Flur so, ne? Dann kann man nichts machen, ne? Dann ist das so. Dann, wie gesagt, dann überlässt man das ein Schicksal und das ist halt eben, wie gesagt, nicht der allerbeste Weg, ja. Zumal ich auch gehört hatte, dass auf irgendeinem Server die Leute durch das Rollback irgendwie nicht nur einen Tag oder um 14 Uhr oder um 4 Uhr morgens den Tag davor zurückgesetzt worden sind, sondern irgendwie 5 Tage oder so zurück oder der Kalender war irgendwie 5 Tage zurück oder so. Das ist auch so ein Ding, also das hatte ich jetzt nur gehört, das kann ich jetzt nicht bestätigen oder so, vielleicht könnt ihr das bestätigen, falls ihr auf solchen auf dem Server gespielt habt, so, ich glaube das war S7 oder so, falls ich das richtig in Erinnerung habe, oder S9, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, da ist es halt eben wohl anscheinend, durch eben diesen Fehler zu einem weiteren Fehler gekommen, ne, wo halt eben der Kalender irgendwie wohl 5 Tage oder so zurückgesetzt worden ist. Und das ist natürlich schon wieder ein heftiger Einschnitt in das, wie Shakes and Fidget das schön jetzt gesagt hat, in das, wie haben sie es gesagt? Nicht organische, sondern ökonomische Wachstum von Shakes and Fidget, wenn halt eben Leute weiter zurückgesetzt werden, als es halt eben auf anderen Servern passiert. So, ne? Und sowas sollte und darf in Zukunft auch nicht mehr passieren. Ja, das ist, weiß ich nicht. Also ich keine Ahnung, ich bete ja immer noch und hoffe heimlich noch, dass halt eben mit dem, wenn halt eben auf allen Servern das neue Backend drauf ist und auf allen Servern es optimiert ist und es auf allen Servern flüssig läuft, dass halt solche Fehler nicht mehr so in der Art und Weise passieren, wie es jetzt ist, weil jetzt ist es halt eben so ein gefühlt so ein Kuddelmuddel, sag ich mal, aus alt und neu. Und das ist halt schwierig, das kann ich mir vorstellen, ist auch schwierig zu vereinbaren für die Programmierer, weil die halt eben jetzt gefühlt 2 Spiele gleichzeitig programmieren bzw. fixen oder Bugs finden müssen oder so. Ne? Das ist halt eben nicht nur ein Spiel, das sind 2 Spiele, weil es halt eben auf verschiedenen Backends läuft oder so. Ne? Kann ich mir zumindest vorstellen, dass halt eben, und ich glaube, das wurde auch schon mal von Thorsten, den CEO, das wurde auch schon mal irgendwann in der Show erwähnt, dass halt eben an 2 Versionen des Spiels halt eben gleichzeitig gearbeitet wird, somit halt doppelte Arbeit momentan gerade da ist und halt eben alle froh sind, wenn halt eben das Backend eines Tages wirklich überall drauf ist, damit sich halt wirklich nur auf eine Version konzentriert werden kann, die halt eben besser läuft und wo halt eben, falls Fehler passieren, die halt auch schneller und besser gefixt werden können, als halt eben auf diesem alten Backend und so, ne? Ja, auf jeden Fall das mal so, habe ich erst die richtige Quest angenommen hier? Das auf jeden Fall mal so dazu. Ne? Also wie gesagt, es ist so öfter schon passiert, gleiche Masche. Ne? Und deswegen, ich habe es, keine Ahnung. Ich selbst war ja jetzt glücklicherweise davon nicht betroffen, deswegen rede ich viel wahrscheinlich ein bisschen voreingenommener, als ich sollte, denke ich mal. Aber ich kann natürlich das Leid und den Frust der Spieler halt eben auch verstehen, dass halt eben sowas zum 12. Mal, keine Ahnung, immer wieder zu solchen Updates beziehungsweise zum Release halt eben vorkommt und dann halt eben immer die gleiche
Fehler beziehungsweise ja, Fixpolitik halt eben angewendet wird, halt übers Wochenende gefühlt fast gar nichts zu machen. So, ne? Muss man einfach mal so auch sagen. Ne? Auch wenn ich natürlich hier an der Stelle gepartnert bin oder gesponsert bin mit Shakes and Fidget, kann ich da natürlich trotzdem ganz offen und ehrlich meine eigene Meinung zu sagen. Und das ist auch halt eben meine eigene Meinung, die ich euch jetzt hier wiedergebe. Und ja, das sind so meine Worte, die ich auch dazu noch verlieren wollte. Wie gesagt, es steht ein neuer Termin an. Ne? Ihr habt es erfahren. Und ja, wollen wir mal hoffen, dass dann alles flüssiger läuft, als es jetzt letzten Freitag der Fall gewesen ist. Gut, das war es soweit von mir. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich auch sehr interessieren. Ich lese alles durch. Ansonsten wünsche ich euch noch soweit einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.